Ich werde immer wieder gefragt, wie ich die besten Aktien mit den größten Chancen finde. Genau aus diesem Grund habe ich einen Workshop gemacht, in der ich die Software Trade Ideas genauer vorstelle. Hey, mein Name ist Felix von Wir machen Trader und heute gebe ich dir Einblick in einen Workshop, den ich für unsere Studierenden bei Wir machen Trader veranstaltet habe. Du lernst, was Trade Ideas eigentlich ist und wie du die unterschiedlichen Funktionalitäten auf dich individualisierst. Also lass uns keine Zeit verschwenden und gleich reinspringen. Das erste wäre, Trade Ideas herunterzuladen. Der Link, den habe ich gerade schon geschickt. Wenn ihr das später schaut, werde ich dort auch einen Link platzieren, dass ihr da direkt Zugriff drauf habt. Und es ist immer eine schöne Möglichkeit, das sehr kostengünstig zu testen, wenn es eben diese Test Drives gibt. Und ich versuche immer dann auch diesen Link in Zukunft zu aktualisieren, dass ihr da immer das Aktuellste sozusagen habt, um das einfach mal reinzuschnuppern. Dann, wenn wir das haben, das ist das Ziel. Ihr habt das gerade im Hintergrund gesehen. Ein solches Doc, was wir hier sehen, das ist gerade aus der Software, ich habe es WMT-Doc genannt, also wir machen Trader-Doc, unterschiedliche Dinge. Und das ist unser Ziel heute, dass wir das am Ende haben und ihr hier Schritt für Schritt mitmacht. Ein Doc ist sozusagen Workspace, also ein Arbeitsbereich, den wir selbst bestimmen können. Wir sehen, dass wir den aus unterschiedlichen Dingern zusammengesetzt haben. Hier hat mir Julius geholfen und hat das schön aufgezeichnet. Und an dieser Stelle noch, wir sehen links um die Top-List und hier fokussieren wir uns auf die Gainers. Eine Liste, wo wir etwas sortieren, nachdem wie viel es sich bewegt hat. Dann haben wir unten Chart, wir sehen diese Multithread, also ein Fenster, mit dem man dann Strategien anzeigen kann und ein Single Stock. Das ist also ein Fenster, wo wir unterschiedliche Informationen über die Aktie haben, die wir gerade angeklickt haben. Das erste, was wir machen werden, ist eine sogenannte Top-List bauen. Wie ihr das macht, für diejenigen, die schon dabei sind, ihr habt, wenn ihr Trade Ideas öffnet, sieht das ziemlich verrückt aus. Allgemein die Einleitung, wie ist Trade Ideas aufgebaut? Und aufgebaut ist es, dass wir ein kleines Fenster haben, wo eigentlich alles drin ist. Und beim ersten Start sozusagen habt ihr sogenannte Channels. Und diese Channels, die helfen euch dabei, dass ihr sowas seht. Und wenn ihr da draufklickt, kann ich es einfach mal direkt laden, denn so wird euch Trade Ideas wahrscheinlich ungefähr beim ersten Anblick aussehen. Das bedeutet, diese Channels umfassen unterschiedlichste Fenster. Diese Fenster, wie gesagt, da werden wir gleich drauf eingehen. Und diese Fenster können wir alle konfigurieren, so wie wir es möchten. Aber Trade Ideas hat das für uns schon mal nett vorbereitet, dass wir sehen, okay, das ist sozusagen das Thema Wall Street Bet Stocks, haben also Listen und so weiter und so fort, ganz viele, GameStop, Charts und wir sehen hier alles. Viel zu viel aus meiner Sicht, nicht das, was wir handeln, deswegen ganz wichtig bei solchen Tools, nicht denken, wow, ihr habt jetzt ein Tool, das benutzen die krassesten Trader. Nee, die krassesten Trader nutzen das, was sie benötigen. Das alles hier, was ich jetzt hier gerade sehe, das brauche ich nicht, das benutze ich nicht. Und wenn ich jetzt denke, wow, nur weil ich Trade Ideas bin ich auf einmal ein super professioneller Trader, dann denkt ihr falsch. Deswegen eben nur hier die Einleitung und deswegen werden wir in den nächsten Schritten hier das Ganze dann individualisieren. Aber ihr seht, wie gesagt, dass es diese unterschiedlichen Kanäle gibt. Und es ist natürlich auch mal schön, einfach mal durchzuklicken und zu sagen, okay, was hat es eigentlich mit Earnings auf sich? Was hat heute Earnings? Und wir sehen, dass es hier dann einen sogenannten Earnings Watcher gibt. Und immer wenn dieses M hier steht, dann steht das für Multi-Strat Window. Wenn wir dieses S hier haben, dann ist das eben dieses Single Stock Window. Ts, die stehen hier, wenn wir auf Tools gehen, sehen wir das auch, oder auf New, dann sehen wir, dass T steht für Top-List. Also das sind diese Listen und ich meine, die Charts sind selbsterklärend. Die Charts sind eben die Charts. Und hier sehen wir auch Listen, wo wir jetzt sehen, und es ist nicht ganz im Bild, ich hole es mal ein bisschen rein, wahrscheinlich Reporting this morning, also Aktien, die heute Morgen Earnings hatten und Aktien, die jetzt noch später Earnings haben werden. Wenn man hier draufklickt, dann sehen wir auch gleich, dass sich alles immer aktualisiert. Also die Charts würden sich aktualisieren und so weiter und so fort. Ja, es gibt ja auch sowas im Hintergrund wie so automatische Stop-Level und so, basierend auf einer Artificial Intelligence, sagen sie zumindest. Ich halte davon nichts. Wie alles, das ist ein Tool, aber ich habe da noch nicht sehr gute Ergebnisse mit gesehen und so weiter. Das würde ich alles vergessen. Deswegen, so wie wir es heute nutzen, ist es sehr adaptiv auf unser System. Und den ganzen Rest würde ich ausblenden, weil das bringt euch nicht weiter. Das ist wie, ihr fangt an mit einer neuen Ausbildung und
auf einmal merkt ihr, oh, da funktioniert aber etwas irgendwie gar nicht für euch und ja, es bringt euch einfach nichts und ihr startet immer wieder von vorne, ohne wirklich den Prozess zu lernen. Das ist also grundsätzlich so, wie ihr das seht. Was wir jetzt aber machen werden, ist, dass wir eigentlich alles löschen. Beziehungsweise wir werden den Kanal oder einfach mal alles schließen. Ja, man kann es auch einfach neu starten oder den Kanal wechseln. Ich will das nicht machen, ich will einfach mal alles wegmachen und wir wollen jetzt letztendlich das Ganze für uns selbst bauen. Das war also jetzt erstmal die allgemeine Einführung und wir gehen dann wieder da drauf und wir haben immer dieses kleine Menü, ja, immer dieses kleine Menü hier oben. Jetzt ist es irgendwie extrem groß geworden, weil wir können das auch natürlich viel kleiner machen. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen auf New und die Toplist, wie gesagt, wir sehen das hier, Toplist Window, also ein Toplist Fenster. Da klicken wir drauf und wir öffnen das. Und auch hier wieder, ihr habt vorhin gesehen, es gibt ganz viele Toplisten und es gibt ganz viele Vorlagen und ihr seht auch, es gibt Bases, Losers, Top-Dollar-Losers. Also ihr könntet hier alles machen. Ihr könnt jetzt eine Liste machen, die in den letzten 60 Minuten neue Tiefs macht, und so weiter und so fort. Ja, also super viele. Most Consecutive Updates, also die meisten Tage in Folge grün, wo ich immer sage, das sollt ihr nicht mehr long gehen. Das kann man machen. Also man kann für alles eine Liste haben und da ist eigentlich nur eure Intention oder eure Vorstellungskraft das einzige Limit, was ihr da irgendwo haben könnt. Was wir aber machen ist, weil auch das finde ich wieder nicht toll. Auch das ist wieder etwas, wo ich denke, das ist einfach nicht unsers. Deswegen starte ich bei sowas immer komplett von Null. Hier und da gucke ich mir so eine Liste an, um einfach auch technisch zu verstehen, wie haben die das umgesetzt. Was wir machen ist, ihr habt es gesehen, wir gehen auf Advanced. Auf Advanced unten klicken, dann kriegen wir immer diese Ansicht. Und wir sehen auch hier schon, und das werdet ihr später auch in dem Dokument haben, wo das Video dann zu sehen ist, da werde ich das alles nochmal schön einbetten, dann seht ihr das auch. Und das Ziel ist jetzt, auf Window-Specific Filters zu gehen. So, und wir sehen, das ist jetzt eine Vorlage, die uns Trade Ideas gibt und die wollen wir nicht. Wichtig ist, dass ihr hier versteht, wie das Ganze aufgebaut ist. Es gibt nämlich immer, gerade eine Top-Liste ist ja etwas, wo wir einfach nur wie bei Finviz sozusagen uns anschauen. Wir wollen eine gewisse Aktie finden, die gewisse Kriterien erfüllt. So, das heißt, bei diesen Filtern, da haben wir, was wir uns angucken. Und später haben wir bei Columns, also bei den Spalten, sagen wir, wie wir uns das anschauen wollen. Also das Was bestimmen wir mit Filtern. Das ist also aus 10.000 Aktien bestimmen wir gerade die Aktien, die wir uns anschauen wollen. Und dann bestimmen wir im nächsten Schritt sozusagen, wie wir uns das anschauen. Was wollen wir jetzt darstellen? Diese Aktien könnten wir unterschiedlich darstellen. So, und ihr seht es im Hintergrund und das können wir jetzt einfach eintippen. Wir haben immer den Minimumwert und den Maximumwert. Wenn ich also oben das Maximum 500 habe, dann finde ich das nicht sonderlich schön, weil was ist mit einer Aktie, die 505 Dollar kostet? Für euch habe ich jetzt eingestellt und ihr könnt das gerne ändern, aber ich sage immer wieder, ja, Aktien unter 10 Dollar nicht handeln. Es gibt viele Aktien, die auch von unter 10 Dollar kommen und dann hochgehen auf 20 Dollar. Deswegen sage ich hier mindestens 20 Dollar. In dem Sektor solltet ihr euch bewegen und dann könnt ihr das nach oben ausstellen. Wenn ihr für euch merkt, oh, ihr habt ein kleines Konto und irgendwann, ja, bei so einer Amazon-Aktie, das ist nicht unbedingt das, was ihr handeln wollt, dann stellt für euch ein, dass das Maximum sind 800 Dollar. Dann stellt für euch ein, das Maximum sind 600. Für diesen Fall lasse ich das weg. Dann haben wir im nächsten Schritt das Average Daily Volume. Das Average Daily Volume, und das ist nichts, wo man das abkürzen kann, sondern 8 Millionen sind wirklich 8 Millionen ausgeschrieben und so. Und für dieses Beispiel habe ich es jetzt mal auf 800.000 Aktien gemacht, was relativ wenig ist. Wir könnten hier auch gehen über das Dollarvolumen, was ein bisschen besser ist, aber wir belassen das erstmal dabei. Wichtig ist, das ist keine 1:1 Strategie jetzt, die ihr hier folgen könnt, sondern eine Einführung da rein, wie das Ganze funktioniert, damit ihr versteht, wie das Ganze wirklich auch aufgebaut ist und wie ihr selbst an welchen Parametern schrauben könnt. Also wenn ihr jetzt die Idee hättet, oh, ja, ich möchte nicht das Average Daily Volume benutzen, sondern direkt das Dollarvolumen benutzen, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach auf More geht, einfach mal hier sucht, was gibt es denn einfach, und wenn ich Dollar eingebe, kommt direkt Dollarvolumen, was genau das ist, was ich immer sage. Und dann könntet ihr auch den Wert nehmen und ihr könnt das einmal zum
Filter hinzufügen, also zu diesem Fenster, oder Show Column. Und das würde bedeuten, dass ich es später in der Ansicht sehe. Ja, damit werden wir gleich nochmal arbeiten, das werdet ihr gleich auf jeden Fall nochmal sehen. Also ich belasse das aber erstmal dabei, wir können das später einfach vielleicht mal vergleichen. Das sind also 8.000, 80.000, 800.000 und 8 Millionen. Wir wollen aber erstmal 800.000 machen. Das nächste, was wir haben wollen, was habe ich hier noch? Ich habe Change in 5 Days. Wir wollen ja später danach sortieren, also wir müssten das nicht unbedingt aussortieren, aber wir sagen, ja, wir wollen aber nicht die Liste 600 Meter lang haben, deswegen packen wir es durchaus dazu, weil ich weiß, dass der Change in den letzten 5 Days, danach werden wir sortieren, also wir wollen ja eine Top-List haben, die größten Bewegungen oder die größten Aktien mit den größten Bewegungen in den letzten 5 Tagen, in den letzten 20 Tagen. Das bedeutet, wenn wir ohnehin danach sortieren und ich weiß, dass die oft 20, 30, 40% haben, dann kann man auch durchaus unten bei diesen Aktien einfach ein bisschen was abschneiden und sagen, ja, die untersten möchte ich eh nicht schauen, deswegen setze ich da auch ein Minimum, ja, dass die Liste nicht ultimativ lang wird. Wie machen wir das? Ich sehe nicht, dass hier Change in 20 Days steht, sondern nur Change in 60 Minuten. Also gehe ich hier rein, sage More und sage einfach 5 Days. Und wir sehen Change in 5 Days und hier ist Dollar hinter. Immer wenn da Dollar steht, dann ist das wirklich der Dollarwert, also ein absoluter Wert. Ich möchte das nicht in absolute Werte eingeben, ich möchte das immer in Prozent eingeben, das ist ganz wichtig. Und jetzt sage ich Add Filter. Und jetzt habe ich also genau das gleiche hier stehen und ich sage das Minimum, damit es eben auf meine Liste zu sehen ist, das ist 3%. Auch da könnt ihr sagen, ja, für mich sind es 4%. Ihr werdet gleich sehen, dass die Liste extrem lang ist. Und wenn ihr diese Liste einfach minimieren wollt von der Auflösung, dann ist das völlig in Ordnung und dann könnt ihr das aber später selbst verstehen, woran das dann auch liegt. So, das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Float. Ich sage immer, ihr sollt nicht in Aktien drin sein, die so super, super dünn sind. Und das ist der Float. Also es gibt hier auch durchaus Werte, die wir nutzen können und als Filter nutzen können. Und der Float ist wichtig, weil wenn ihr da jetzt keine Reglementierung hättet, häufig sind die mit den größten Bewegungen Aktien, die einen ganz, ganz kleinen Float haben, diese Low-Float-Stocks, und die kommen häufig von $5 oder so und die sind halt mit extrem wenig Volumen ja, bis an den Himmel zu pushen und die wollen wir einfach rausradieren. Das sind nicht wirklich die guten Aktien für euch und deswegen sagen wir, da wollen wir Minimum haben und das Minimum habe ich jetzt mal auf 30 Millionen gesetzt. Ihr könnt das aber auch irgendwo auf 40, 50 Millionen setzen. Häufig ist das bei euch über 100 Millionen, 300 Millionen. Also das ist wirklich jetzt nur ein Minimum, wo ihr später dann noch den Job hättet, im Chart auszuwählen, oh, das ist keine gute Aktie. Und wenn ihr merkt, woran das liegt, dann könnt ihr eben, wie gesagt, hier reingehen und das immer noch optimieren. Ich sage jetzt mal 30 Millionen und dann haben wir letztendlich genau das, was ich in diesem Beispiel habe. Also super, super wenig. Und das sollte bei Listen aus meiner Sicht das Ziel sein. Eine Liste ist nur da, damit ihr erstmal einen Überblick habt. Es ist keine Strategie, die sehr präzise ist. Es gibt euch grundsätzlich das, was ihr sehen wollt, ja, möglichst einfach. Was wir noch machen können, hier steht jetzt das relative Volumen, das habe ich jetzt nicht mit aufgelistet. Wie gesagt, es ist eine Liste und ich weiß nicht, was es gestern und vorgestern gemacht hat, deswegen möchte ich das nicht. Also das ist das, wie ich es machen würde. Und dann gehen wir zum nächsten Slide und da sehen wir Columns, also die Spalten. Ich habe also jetzt definiert ganz klar, was möchte ich sehen und jetzt sagen wir, wie schauen wir uns das an. Und wir sehen, dass hier welche bei sind, die wir nicht wollen. Also hauen wir die raus und wir hauen die raus. Links sind die wir wirklich sehen werden und rechts sind die wir raushaben möchten. So. Oder einfügen können. Wir wollen den Company Name sehen, wir wollen also sehen, wie das Unternehmen heißt, also klicken wir auf Company Name und packen das nach links. Die Reihenfolge bestimmen wir später. Wir haben also den Preis, ja, wie hoch ist die Aktie, Change from Close brauchen wir nicht, weil eine Liste, auch das wieder aus meiner Sicht, eine Liste ist etwas, wo ihr euch vorbereitet und wenn ihr euch vorbereitet, hat es sich noch nicht verändert. Und was bringt mir das, wenn ich weiß, wie es sich heute vielleicht verändert hat? Weil das ist der Wert Change from Close. Wenn ihr mal was nicht wisst, dann gibt es ein Dokument, das werde ich euch auch mit in den Kurs packen und das habe ich euch jetzt hier mal verlinkt. Wenn ihr auf diese Seite geht, dann seht ihr jede Definition, die es hier gibt.
Dann könnt ihr wie immer einfach STRG F auf der Browser-Seite machen und da würdet ihr jetzt eingeben Change Close. Und dann könnten wir uns auf jeden Fall sozusagen durchklicken, bis wir das finden, was wir haben wollten. Change from the Close ist einfach, wie es sich sozusagen heute bewegt hat. Um wie viel Prozent. Wir wollen das aber nicht. Und das ist sogar noch um Dollar. Also es bringt uns gar nichts. Deswegen mache ich das weg. Wenn wir aber jetzt sagen Change in 20 Days, das will ich sehen. Das bedeutet, wie viel Prozent hat sich diese Aktie in den letzten 20 Tagen bewegt. Um wie viel Prozent. Und das ist genau das, denn danach wollen wir das Ganze sortieren. Was hat sich in den letzten 20 Tagen am meisten bewegt? Und zusätzlich, was hat sich in den letzten 5 Tagen am meisten bewegt? Und dadurch, wie eine Liste, dass wir es eben dann danach sortieren, sehen wir von oben nach unten, wie es eben ist. Und hier können wir uns jetzt auch anzeigen lassen. Hier können wir jetzt nämlich sehen, was war gestern. Denn immer, wenn wir eine Liste betrachten, ist das entweder heute in Echtzeit oder gestern gewesen. Und da kann man sich dann durchaus das relative Volumen anschauen. Relative Volumen ist hier zu finden. Wenn ihr mal was nicht habt, wie gesagt, ja, weil es bei euch nicht drin ist, dann geht ihr immer auf More, dann kommt ihr zurück, dann gebt ihr ein Relative Volume. Und in diesem Schritt sind wir ja bei den Columns. Und dann würdet ihr nicht als Filter hinzufügen, sondern das als Show Column. Und dann ist es automatisch hier reingerutscht, wenn ihr da drauf klickt. Oder wenn es hier verfügbar ist, dann könnt ihr es nach links machen. Am Anfang kann es hilfreich sein, sich genau das anzeigen zu lassen, was man auch vorher sich angeschaut hat, in diesen Filtern, damit man dann Eindruck bekommt, was ist was letztendlich. Ja? Also wir haben jetzt Position in Range, brauchen wir nicht, bedeutet, wo in dieser Range befindet sich das. Change from the Close, wie gesagt, benötigen wir nicht. Volume Today, Shares, okay, lassen wir drin. Volume Today, Percentage lassen wir drin. Jetzt brauchen wir noch Change 5 Days, hatte ich drin, habe ich irgendwie rausgeklickt. Und dann brauchen wir noch Change 20 Days. Change 20 Days, bitte darauf achten, dass es das mit Prozent ist. Was wir noch gucken können, Change Previous Day. Genau, Previous Day einfach eingeben. Also die prozentuale Veränderung am vorherigen Tag, das ist ganz wichtig. Also wie hat sich es gestern bewegt? Show Column und das ist alles. Ja? Dann klicken wir sozusagen auf Sort. Wonach wollen wir das sortieren? Biggest on top, also das höchste oben. Und wir wollen sortieren nach Change 5 Tage. Also wir wollen sehen, was hat sich in den letzten 5 Tagen um wie viel Prozent am meisten bewegt. Danach ist es sortiert. Summary, wir sehen, Stocks where the price is at least, also Aktien, wo der Preis mindestens $20 ist und so weiter und so fort. Also hier sieht man auch nochmal wirklich schriftlich, was man sich da letztendlich ausgesucht hat. Und wenn wir das jetzt machen, dann können wir dem Ganzen auch einen Namen geben. Ja, nicht Down in 60, das war, weil wir die Vorlage kurzzeitig angeklickt hatten, sondern wir nennen das Ganze Gainers. Gainers, also diejenigen, die am meisten gestiegen sind. Wir klicken OK und es lädt dieses Fenster. So, das sieht erstmal wild aus. Ich möchte hier oben erstmal das wegmachen, weil immer wenn ihr das hier habt, könnt ihr andere Sachen anklicken und das sind deren Vorlagen und dann findet ihr euer eigenes nicht wieder. Das ist nicht gut. Deswegen geht ihr Rechtsklick auf Properties, also Eigenschaften sozusagen und ihr sagt Strategiemenü, klickt ihr weg, dann habt ihr es schön klein. So, wenn ihr das schön klein habt, dann fangen wir an, das ein bisschen schicker zu machen. Ja? Und zwar wollen wir die Farbe, die wollen wir vernünftig einstellen. Also Rechtsklick, Properties und dann Select Colors. Und wir wollen die Farben des Hintergrunds basierend auf der 5-Tages-Bewegung machen. Das ist ein bisschen komplex zu verstehen. Ich versuche es gleich nochmal gut zu erklären. Also wir haben die Möglichkeit, den Hintergrund zu färben auf allem, was wir hier sehen. Alles, was die irgendwie haben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen es sozusagen färben mit den Werten, die wir auch benutzen. Und der Hauptpunkt, mit dem wir es ja benutzen, ist Change 5 Days. Ja, wenn ihr euch entscheidet, den Change über den letzten 20 Tagen zu machen, den zeigen wir auch an, dann könnt ihr das gerne machen. So, Change 5 und dann sehen wir Change 5 Days in Prozent. Das ist also der Wert, den wir benutzen. Den könnten wir jetzt sagen, dass wir den selbst einstellen. Das heißt, wir würden jetzt
eine Definition finden, indem wir sagen Delete All. So, und jetzt wollen wir sagen, 0 ist der erste Schritt. Dann haben wir die Schritte 30%. Dann haben wir die Schritte 60%, 90% und 120%. Wenn ihr das hinzugefügt habt, dann ist das quasi immer unter 0 hat das die Farbe. 0 hat die Farbe, über 0 hat die Farbe. So, indem ich einmal draufklicke, macht er automatisch so. Ja, man könnte auch da noch abstufen von 91 bis 102, aber das ist viel zu aufwendig, dann müsste ich quasi immer eine helle Farbe hier machen, hier eine dunklere. Deswegen mache ich das einmal so und dann ist es drin. So, und jetzt sehen wir, dass er automatisch sortiert nach dem 5-Tages, nach der 5-Tages-Bewegung. Die dunkleren haben die höchste Bewegung. Und jetzt sehen wir es gerade nicht, weil er immer noch nach Volume sortiert hat. Ja, scheinbar habe ich es falsch angeklickt. Ist aber kein Problem. Ich muss jetzt nur einmal hier drauf einen Doppelklick machen. Und ihr seht, ich kann nochmal einen Doppelklick machen. Dann sind die mit dem geringsten Wert oben. Und wir hatten vorhin das mal auf 3% eingestellt. Also die mit dem geringsten sind gerade 8% in den letzten Tagen gestiegen. Und die höchsten 84%. Und ihr seht, deswegen, weil diese Farbe ist dominierend, ja, haben wir genau die gleiche Farbe überall. Würde ich jetzt sozusagen nach dem Volumen sortieren, ist alles durcheinander, weil wir das nicht als Farbe sozusagen genommen haben. So, das heißt auch, wenn ich jetzt Change 5 Days mache, ist es, sofern wir das unterschiedlich einstellen würden, anders. Wir können aber alles einstellen. Ja? Wir könnten auch dann custom-mäßig einstellen, wir wollen Change Previous Day angucken. Denn was wollen wir? Ja, was wollen wir für unsere Auswahl? Wir wollen etwas, was sich vielleicht viel bewegt hat und was sich auch am Vortag viel bewegt haben. Und wir sehen UPST 26%. So, und das war am Vortag. Das könnte also ein guter Kandidat sein. Deswegen könnt ihr zu dieser allgemeinen Definition, die jetzt basierend auf eben der 5-Tages-Veränderung herrscht, könnt ihr in jede Variable Rechtsklick in die Spalte machen und sagen Custom Colors for Change Previous Day. Diese Farbe bezieht sich und diese Farbdefinition, die ist ja anders. Previous Day wird sich kaum um 120% verändern. Das heißt, hier könnten wir machen, wir machen einfach mal die hier zu sehen sind. Ja, das ist einmal was er mir vorschlägt. Also minus 10%, minus 3%, 0%, 3% und 10%. Und jetzt mache ich das und ihr seht das. Und wenn ich das jetzt sortieren würde, hat er das auch wieder in der richtigen Reihenfolge. Aber wir sehen auch gleichzeitig, ja, wir suchen irgendwie, was hier das Dunkelste ist. Und das hat sich aber gestern nicht viel bewegt. Ja? Das ist da nochmal ein Unterschied. So, also ihr seht, ihr könnt das alles markieren und ihr könnt auch einfach oben in die Spalte klicken und das zum Beispiel ans Ende ziehen. Und das ist beispielsweise jetzt ein anderer Ausdruck davon. Jetzt haben wir schon 173% von dem gehandelt, was wir normal handeln und so weiter. Ja, und das wird ein bisschen anders berechnet. Deswegen ist gerade dieses Volume Today im Pre-Market interessant, weil man gucken kann, was hat heute schon ein bisschen mehr Volumen. Und da sieht man einfach dann prozentual, ja, dass da was war. UPST hatte beispielsweise, glaube ich, auch schon was und lag dann irgendwie bei 8% oder sowas. Change 5 Days, das sind diese Kandidaten. Und das ist unser erstes Projekt gewesen. So, ja, Color Scheme haben wir uns angeguckt, hier ist es auch nochmal zu sehen, das haben wir gemacht. Wir haben also unser erstes Fenster, was ziemlich cool ist. Das lassen wir jetzt erstmal hier und ist das Violette das Volumen im Pre-Market? Das ist eine gute Frage, Petra. Weiß ich nicht, könnte gut sein, das könnte sehr gut sein. Ich benutze diese Zylinder nie. Also ich benutze das nicht mit diesen Zylindern. Das ist ja gerade bei diesem Filter oder bei dieser Spalte die Besonderheit, dass das so angezeigt wird. Ich glaube, man könnte es sich sogar anders anzeigen lassen. Müsste man mal schauen. Properties, Show Cylinder Score. Okay, ne, das ist was anderes. Aber es ist eine sehr gute Frage. Ich nehme mal an, ja, sonst weiß ich auch nicht, wofür das stehen könnte. Also gut aufgefallen. Und dann könnte man jetzt nochmal repräsentativ sehen, oh, da war scheinbar am meisten schon los. Ja? Und war ein schöner Trade heute, die zweite Bewegung in UPST. So, das ist das erste. Jetzt machen wir was Simples. Wir gehen wieder zurück. Ihr habt also euer erstes Fenster und ihr seht, normalerweise
ist es frei. Ihr könnt es überall auf eurem Monitor hinziehen, wo ihr wollt. Aber zum Beispiel, wenn ihr das kleiner macht, dann ist es nicht super schön, weil das sozusagen nicht responsiv ist. Und das wollt ihr ja letztendlich haben. So, dann gehen wir auf das nächste. Wir machen das nächste. Wir fügen den Chart hinzu. Seid ihr noch bei mir? Wieder New Tool und wir machen einen Chart. Chart ist relativ einfach. Er zeigt uns den und ihr seht auch diese Funktionalität, wenn das überall ist, dann rastet das auch so ein. Also es ist ziemlich einfach, das genau in die Kante zu machen und so und auf die gleiche Größe zu machen, weil der da so einhakt. Aber wenn ihr das mal auf unterschiedlichen Monitoren arbeitet, auf dem Laptop arbeitet, dann müsst ihr die immer alle hin und her ziehen und boah, das habe ich echt gehasst. Und letztens gab es ein Update, dass man die eben in ein Dock reinmachen kann und das Dock responsiv bewegt und damit arbeiten kann. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Wie gesagt, wir bauen die erstmal einzeln zusammen und packen die dann gleich eben in das Dock. Also, wir haben jetzt den Chart und was wir hier machen, sehen wir schon auch auf dem Slide hier. Wir machen Rechtsklick, wir gehen auf Properties. Wir wollen den Pre-Market sehen, wir wollen den Post-Market sehen, wir wollen eventuell das Crosshair sehen, also das, was ihr eben kennt. Wir wollen diesen Sync nicht. Wir gehen dann zurück, und ich hole es mal weiter ins Bild, aber ihr seht es ja auch immer noch in den Slides. Wir wollen Small Borders, machen wir weg. Wir gehen wieder rein, wir machen AI-Trades, machen wir aus. Es gibt eine Artificial Intelligence, mit Trades von Trade Ideas, wie gesagt, würde ich nicht handeln und so weiter, macht keinen Sinn aus meiner Sicht, ist auch nicht so toll, ist aber ja, ihr Selling Point sozusagen, meiner nicht. Und deswegen würde ich das alles entfernen, weil das stört deutlich. So, allgemein die Charts sind nicht die besten, aber wir können es auf jeden Fall nutzen. Es ist eingestellt, es ist clean, das ist alles, was wir wollen. Wenn ihr beispielsweise noch einen Indikator dazufügen wollt oder Timeframe ändert, könnt ihr das hier machen. Ein Daily, ihr könnt natürlich auch noch einen zweiten dazufügen, aber wie gesagt, die Charts sind wirklich nicht sonderlich toll, deswegen würde ich einfach echt nur den Tageschart sehen und den Rest macht ihr dann ganz normal in Trading View, wenn ihr das nutzen sollt. Das heißt, das haben wir sozusagen fertig und ihr seht, dass der Chart dann so aussieht. Und wir können den einfach mal daneben machen. Ich packe ihn mal kurz an die Seite, dass es hier nicht so leer ist. Man kann jedes einzelne Fenster teilen. Also ihr könntet dann den Link importieren und ihr hättet das Fenster. Ja? Ich kann es mal beispielsweise beim Chart machen. Dann wisst ihr mal, wie das geht. Und das ist eine ziemlich coole Sache und ich werde es dann auch in den Kurs verlinken. Also ihr werdet es hier dann an der Stelle unterhalb des Videos oder so finden. Ich schicke euch das. Hier seht ihr es. Also hier ist ein Teilcode und ihr würdet diesen Link einfach kopieren. Ihr kopiert ihn einfach mit STRG C, geht auf File, also Datei und ihr sagt Load vom Cloud. Und er erkennt direkt, dass ihr den in der Zwischenablage habt. Ja, es ist die 3.5 hin. Und wenn ich jetzt auf Load klicke, was ihr auch macht, dann habt ihr diesen Chart und ihr müsst ihn nicht selbst bauen. So könnt ihr dann auch eure Arbeit mit anderen teilen, wenn ihr da was macht oder im Team was baut, wie auch immer. Ja? Für diejenigen, die nicht mitkommen. Aber es ist besser aus meiner Sicht, das immer als selbst zu bauen, damit man das versteht. Und ihr habt jetzt zusätzlich auch verstanden, ja, um diese Funktionalität. Jetzt gucken wir uns einen Single Stock an. Ihr kennt das häufig. Wir haben eine Liste. Ja? Damit können wir jetzt sagen, oh, SCR, das interessiert uns. Und wir haben gleichzeitig auch den Chart. Und ihr seht auch, durch das Linking, wenn ich durchklicke, kann ich mir die schon angucken. Und guck mal, was ist UPST? Sehe ich jetzt hier schon, die Analyse kann ich woanders machen, keine Frage. Aber ich sehe hier schon, das war genau unser Second Day Play. Super einfach gefunden. Ja? Und bisschen Volumen, scheinbar Pre-Market. Und da sehen wir auf jeden Fall, war mehr Pre-Market-Volumen. Das war nämlich auch der Fall eindeutig. Und das ist ein super Trade bis eben zu 100, Volume Today. Bis zu 182, ja, da ist die nächste Linie. Deswegen versagen wir gerade an dieser 182 $ Marke. Bis dahin war es ein guter Trade, ging drüber. Dann ist das erstmal gelaufen und ein schöner Trade war vorhanden. Also einfach gefunden. Ja, Sava und so weiter. Das ist kein Second Day Trade. Wie gesagt, da geht es um das Trading, aber ihr könnt schnell durchgehen. Grundsätzlich Kandidaten, die euch interessieren können. Ja, DDD.
Gap Tag 1, kein Trade. W, zu viele Tage in Folge. Also nur weil man jetzt eine Liste hat, bedeutet das nicht, dass jeder Trade super einfach ist, aber ein bisschen Arbeit muss sein und man kann auch mit der Leertaste klicken und man kann sich so ganz schnell schon mal gucken, habe ich was? Habe ich ein starkes Gap-Up am Vortag? Habe ich nicht. Ja, das sieht interessant aus. Fubo, Second Day Play, aber Inside, deswegen kein Trade. DDD, Inside Day und so weiter und so fort. Ja, schöne Konsolidierung, kein Trade. Also wir können super schnell unterschiedliche Ideen entwickeln und wirklich durchgehen. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Liste, wo wir kaum Filter hatten. Ihr könnt euch unterschiedliche Listen machen. Ihr könnt jetzt speziell eine für Second Day Play entwickeln. Die ist ja nicht für Second Day Play gemacht. Wir haben uns nicht Variablen reingepackt für den Vortag. Wir haben jetzt einfach nur eine Variable gemacht, nur nach den größten Veränderungen der Vortage suchen. Also kein Aufwand gemacht, wie sah der Vortag aus, war am Vortag das Volumen. Das könnten wir rein theoretisch alles in die Liste bauen. Wir machen das später aber in die Strategie, was ein kleiner Unterschied ist. Ja? Da sprechen wir später drüber. Und jetzt wollen wir uns angucken, wenn ich auf RAM klicke, dann will ich sehen, was ist das eigentlich für eine Aktie. Deswegen gehen wir auf New und wir gehen auf S Single Stock Window. Ich packe es mal daneben und wenn ich jetzt schon draufklicke, es ist so, dass es immer automatisch verlinkt ist. Und wenn ich jetzt auf SSIS, boom, kommt das direkt. Und wir sehen, er zeigt mir viele Informationen. Er zeigt mir das Volumen. Ja, mal gucken, was wir hier noch haben. Ich glaube, das hier ist das relative Volumen, müssen wir uns aber mal anschauen. Und bei mir steht viel, weil ich habe noch Custom-Variablen, die man selbst programmieren kann. Also man kann eigene Dinger programmieren, wenn man da ein bisschen vertraut mit ist. Und man kann auch einfach beispielsweise zwei Werte nur durcheinander teilen. Also vorhandene Variablen kann man 10 Stück nehmen und daraus eine eigene Formel schreiben. Und das kann eure eigene Formel sein. Ja, das ist komplexer, das werden wir heute nicht behandeln, aber es geht rein theoretisch. So. Das ist aber auch ein Fenster, was ich so eigentlich nie nutze. Deswegen können wir das auch erstmal entfernen. Was wir machen wollen, ist letztendlich diese Einstellung. Ich zeige euch das kurz. Wir wollen ja noch die anderen Sachen ansprechen und es wird relativ spät. Deswegen schicke ich euch notfalls den Link. Was ihr aber machen möchtet ist, ihr geht auf Configure, also konfigurieren, das Fenster lädt und jetzt gibt es nur wirklich die Columns und die Column Order. Also Order sagt hier, wie sieht die linke Spalte aus, hier, das sind die, Change Previous Day, also um wie viel Prozent hat es sich am Vortag bewegt. Change in den letzten 20 Tagen. Das ist ja das, was wir eigentlich auch hier sehen sollten. Also diese Werte sollten dann exakt identisch sein. Dann haben wir Cash. Wie viel Geld haben die? Ja, kümmern wir uns normalerweise nicht drum. Könnt ihr drin lassen oder nicht, was auch immer. So, im Endeffekt könnt ihr das nachbauen, was dann hier steht oder allgemein bei den Columns, was wir erstmal brauchen. Und dann geht es darum, wie wir die aufarbeiten. Ja? Könntet ihr jetzt ganz einfach folgen, also wir brauchen Change Previous Day, Market Cap, 20 Tage, Float, Cash, Short Float, also wie viel Prozent sind Short in dieser Aktie, Debt, brauchen wir nicht, also wie viel Schulden haben sie, Short Float ist relativ interessant, Institutional Ownership ist interessant, ja, also IO, Position in Range brauchen wir jetzt nicht unbedingt, und deswegen schauen wir uns an, was wir hinter haben wollen und so weiter und so fort. Einiges lösche ich jetzt erstmal. Also ihr versteht die Idee, da ist erstmal das, was wir haben wollen und in der Order würden wir jetzt hinzufügen, okay, das kommt nach rechts, das kommt nach links auf der Seite und dann seht ihr das, wie ihr das eben hier seht. Unter dem Link, wie gesagt, könnt ihr dann einfach File Load from Cloud. Es ist wieder in der Zwischenablage. Ich lade das und ich sehe dann genau das Feld, was ich eben hier haben wollte. Und das sieht genauso aus wie die Demonstration, was wir eben hier haben wollten. Und wir sehen jetzt, also Fubo hatte ich gerade angeklickt, Fubo lädt er, wir haben 11%, wir haben 24% in den letzten 20 Tagen, ja, das sehen wir, Change 20 Days, auch 24%. Jetzt hat sich verändert, das aktualisiert alle paar Sekunden, nur das noch schneller und dadurch sehen wir, jetzt hat es auch angepasst. Cash, wie viel Geld haben sie? Hier ist das Dollarvolumen.
Also hier habe ich es mit aufgenommen und da habe ich ja häufig gesagt, wir wollen Aktien handeln, die über 50 Millionen Dollar Volumen haben. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt nicht hier erstmal in der Liste aufgenommen habe, da habe ich ja nur diese Einschränkung gemacht mit dem Float, dann haben wir aber hier auf der anderen Seite, sehen wir eben hier, also wir können dann noch einen Blick machen, oh ja, die haben super wenig Dollarvolumen, das ist zu wenig, ja, das ist zu wenig und das wäre jetzt auch wahrscheinlich schon direkt im Chart zu sehen, dass das was ist, ja, was wir in der Regel nicht handeln. Wird man jetzt noch unter Indikatoren hier Volumen reinmachen, wird man das auch sehen, dass das wahrscheinlich zu dünn gehandelt wird. Wem das überflüssig dann erscheint, dass dann hier so viele Werte sind, der kann dann auch einfach, wie gesagt, hier reingehen in die Liste und sagen, er möchte dieses Dollarvolumen auf 50 Millionen hinzufügen und schon haben wir weniger Werte, die eben hier zu sehen sind. Ja, ganz einfach. So, das war also, wie wir ein Single-Stock-Fenster hinzufügen. Jetzt geht es zu einer Strategie. Was ist eine Strategie? Eine Strategie bedeutet jetzt nicht, da macht einer für euch die Arbeit. Eine Strategie lässt sich aber durchaus testen. Jetzt also Multistrat. Bei Multistrat geht es darum, dass wir nicht nur diese Hierarchie der Variablen haben, wir können sondern auch sagen, wann sollen wir darauf hingewiesen werden. Die Software prüft sozusagen in regelmäßigen Abständen, basierend auf unterschiedlichen Alarmen. Das kann neues Tageshoch sein. Und immer wenn gewisse Variablen gegeben sind, plus dann dieser Trigger, dass ein neues Tageshoch ist, dann kriegen wir einen Alarm. Und das kann auch sein, okay, es kann über Konsolidierung sein, 30 Tage. Das kann das sein. Plus in der Auswahl erstmal Aktien, die uns interessieren. Ihr habt also auch gerade gemerkt, so wie wir mit der Multi-Timeframe arbeiten, gibt uns das erstmal eine minimale Auswahl. Ja? Nicht perfekt jetzt auf Second Day Plays organisiert. Das hätten wir noch anders machen können, weil hier war erstmal der Auftrag von jemandem, ich glaube Mike hatte das gewünscht, ich will einfach mal eine Liste der die größten Veränderungen über die letzten 25 Tagen. So, ja, ganz einfach, indem man das hier macht. So, ja. Das bedeutet aber ja nicht, dass das jetzt die perfekte Auswahl für unsere Second Day Plays sind. So. Genau. Und dementsprechend plus in der Auswahl erstmal Aktien, die uns interessieren. Ihr habt also auch gerade gemerkt, so wie wir mit der Multi-Timeframe arbeiten, gibt uns das erstmal eine minimale Auswahl. Ja? Nicht perfekt jetzt auf Second Day Plays organisiert. Das hätten wir noch anders machen können, weil hier war erstmal der Auftrag von jemandem, ich glaube Mike hatte das gewünscht, ich will einfach mal eine Liste der die größten Veränderungen über die letzten 25 Tagen. So, ja, ganz einfach, indem man das hier macht. So, ja. Das bedeutet aber ja nicht, dass das jetzt die perfekte Auswahl für unsere Second Day Plays sind. So. Genau. Und dementsprechend, mal kurz. Order filled. Okay. Dementsprechend Order cancelled. wollen wir jetzt den nächsten Schritt in der Multistrat machen. So, was machen wir wieder? Ihr kennt das schon. File, New und wir sagen jetzt Multistrat-Window. So, also ein Multistrategie-Window. Multistrategie-Window ist erstmal ein Fenster, was ihr euch so vorstellen müsst wie ein Fenster, wo ihr euch Alarme anzeigen lassen könnt und ihr könnt unterschiedliche Strategien da rein tun. Ja? Und eine Strategie, wie gesagt, die lässt sich testen, sogar mit einem integrierten Backtesting-Tool. Aber eine Strategie ist auch nichts anderes als zu sagen, wenn spezifische Variablen erfüllt sind, dann möchte ich einsteigen in die und die Richtung und dann ist mein Stop-Loss da und dann ist mein Ziel da und da. Ja? Das heißt, je mehr man über Variablen nachdenkt, kann man das erstmal sich alarmieren lassen und im nächsten Schritt vielleicht sogar schauen, okay, was wäre, wenn ich das rein mechanisch machen würde. Ich mache das nicht so, aber ich lasse mich zumindest alarmieren, um dann selbst zu entscheiden, oh, ist das interessant oder ist das nicht interessant? Und wenn ich das interessant finde und meinen Regeln entspricht, dann hat es mir geholfen, ja, profitabler zu sein. Wenn es mir dann nicht bei hilft, ist es Zeitverschwendung, dann benötigt man das nicht. Ja? Also das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt, wie ein kleiner Trading-Assistent auf der Seite zu haben. Und ihr könnt ja tausende Sachen machen, ja? Und es gibt auch tausende Vorlagen. Und ihr seht das wieder. Also Rechtsklick, Configure, New Strat. Und ihr seht das wieder. Hier gibt es jetzt ganz, ganz viele. Ja? Es gibt New Daily Highs. Und ihr seht auch immer, was ist das? Also beim neuen Tageshoch, beim neuen Pre-Market-Hoch, beim neuen Post-Market-Hoch, die Aktie ist über $1 und so weiter. Also das sind wieder Vorlagen.
würde ich das jetzt nutzen, $1, Mindestvolumen, zack, next, New Daily Highs. Würdet ihr jetzt sehen, in Echtzeit, ja, 12:56 Uhr haben wir. Und ihr würdet jetzt sehen, was macht gerade New Daily Highs. Und ihr würdet sehen, dass gleich super, super viel hier durchläuft. Und das wird also den ganzen Tag rappeln. Das macht also keinen Sinn aus meiner Sicht, ja, weil es nicht das entspricht, was ihr haben wollt. So, OGN macht gerade ein neues Tageshoch, PRU macht gerade ein neues Tageshoch und so weiter und so fort. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen würde ich diese Strategie sozusagen, New Daily Highs, die würde ich löschen, die wollen wir nicht. Wir machen also eine ganz neue. Mike fragt, ist denn das, was ich am 9.8. in Slack geschrieben habe, überhaupt möglich? Ja, das machen wir. Und das ist auch kein Indikator, sondern das ist ein Alarm. Indikator zeigt nur was an. Ein Alarm ist, ja, auf etwas hingewiesen zu werden. Deswegen aufpassen, weil ich mache es nicht im Detail, aber es ist möglich, weil ihr versteht dann, oh, ja, das muss man einfach die Variable nutzen. So, also, wir machen das kurz, neue Strategie, gehen auf Configure und sagen wieder, wir wollen da nichts von und wir gehen direkt auf Advanced. Und jetzt können wir machen, alle Alarme machen wir erstmal weg. Ja, wir wollen keine neuen Tiefs, keine neuen Pre-Market Hochs, aber das wäre das, was du möchtest. Wenn du alarmiert werden möchtest, wenn du ein neues Pre-Market Hoch hast, unter bestimmten Umständen, dann klickst du das hier an, dann wirst du alarmiert. Es kann sein, wenn du ein Pre-Market Hoch hast, wenn du ein neues Tageshoch hast, das können deine zwei Auslöser sein. Ich mache jetzt nur neues Tageshoch und ich möchte höher sein als das vorherige Tageshoch. Deswegen blicke ich quasi einen Tag zurück und der Alarm wäre, wenn ich einen Tag drüber bin. Weil hier möchte ich jetzt mehr in Richtung Second Day Play gehen. So, das heißt, alle mache ich aus, ja, alle anderen brauche ich nicht. Und ihr seht, es gibt eine ganze Menge. Ja, unter Moving Averages, über Moving Averages, Prozente, VWAP, wir sind super weit vom VWAP weg. Wir machen neues 60 Minuten hoch, wir machen neues 30 Minuten Open Range Breakout und so weiter und so fort. Das alles nutze ich nicht. Ich würde jetzt einfach nur machen, wir wollen jetzt, er soll jetzt suchen, wo wir über dem gestrigen Tageshoch sind. Und da hilft immer ein Blick auf den Chart. Also ihr guckt, was wollt ihr modellieren? Und ihr seht ein Second Day Play. Ich will also alarmiert werden, wenn wir über dem vorherigen Tageshoch sind. Ja, das mache ich mit dem Alarm. Und jetzt spezifiziere ich, wie das Ganze auszusehen hat. Das heißt, was du sagst ist, also Kurs Intraday über Vortageshoch, abgehakt. Über Pre-Market Hoch wäre für dich zusätzlich dann noch, bumm, darüber. Ja, da musst du nicht ein Day machen, weil der Pre-Market Hoch ist aktueller Tag und deswegen kannst du das einfach anklicken. Also hast du genau die ersten beiden Dinge abgehakt, die du haben möchtest. Ja? Über dem gestrigen Tageshoch und über dem Pre-Market Hoch. So, und jetzt sagst du, und zusätzlich eine Woche, ein Monatshoch. Ja, ja natürlich. Also könntest du jetzt sagen, ein Monatshoch gibt es häufig, beispielsweise die Ranges, ja? Ranges, mit denen man arbeiten kann. Und da sehen wir 20-Day Range. Und du willst in den obersten 20-Day Ranges sein. Also du willst ja wahrscheinlich dann, wenn du 20 Tage ist ja ein Monat, 20 Handelstage. Also du willst bei 99% des Monats sein. Damit hast du sozusagen dann zwangsläufig ein neues Monatshoch. Ja? So, ganz einfach. Dann wäre dein Minimum 99%. Nur dann darf er dich letztendlich alarmieren. Und schon hast du es. Ja? Und und dann müsstest du daraus einen eigenen Alarm machen, weil du kannst hier nicht zwei Filter machen, die sich widersprechen. Also wenn du sagst 20 Tage, da willst du 99% sein und 5 Tage, da willst du auch 99% sein, dann passt das vielleicht nicht zusammen, ja, weil das eine das andere sozusagen ausschließt. So, was wir jetzt für dieses Beispiel machen, ist einfach das, was wir im Hintergrund eben sehen. Preis ist, wir gehen mal rein, der Preis sind 20, also wieder Aktien, die mindestens $20 sind. Das Volumen, Average Daily Volume, machen wir wieder auf 800.000. 800.000 könnt ihr wieder höher machen, wie gesagt. Und diesmal, dafür wollen wir, dass das relative Volumen auch höher ist. Ja? So, und das relative Volumen, sagen wir jetzt mal 1,5. Und auch da, ihr könnt es wieder höher machen. So, jetzt wollt ihr den Float wieder einstellen. Float hatten wir hier.
Da gehen wir mal auf 20 oder wir gehen mal wieder drauf 30 Millionen. 303.030, 303 Millionen, 30 Millionen. Okay, und wir wollen jetzt das heutige Volumen auch haben. Jetzt macht es Sinn, das heutige Volumen zu haben. Das heutige Volumen ist, sagen wir auch mal, was haben wir da gemacht? Auch 800.000. Also es soll jetzt zu dem Zeitpunkt schon 800.000 sein. Ja, dann ist es zwangsläufig höher, weil wir im Optimalfall am Anfang des Tages alarmiert werden. Volume Today, 800.000 Aktien. Und Change Previous Day. Wo haben wir es? Change Previous Day. Wenn ihr das nicht findet, wie gesagt, auf More das Ganze suchen. Und beim Second Day Play wollen wir doch, dass wir uns am Vortag stark verändert haben. Darum geht es ja. Und wir können auch hingehen, Change Previous Day und dann die Range bestimmen. Also wir könnten sagen, oh, wir wollten am Vortag in den obersten 70% uns bewegt haben. Ich mache es jetzt wirklich rudimentär. Ich sage jetzt nur, am Vortag haben wir uns um mindestens plus 3%. Wenn ihr das Ganze auf der Gegenseite machen wollt, dann wollt ihr, das Minimum sind minus 3%. Ja? Und dann eben runter. So, das wäre dann für ein Short-Szenario vielleicht. Ich mache jetzt hier das Long-Szenario. So, also 3. Und dann können wir vielleicht noch sagen, okay, sowas wie einen Trend haben wir jetzt gar nicht. Also gerade haben wir ja gar nicht, wenn wir uns jetzt einen Chart vorstellen würden, die Relation, wo wir irgendwo im Chart uns befinden. Das Einzige, was wir sagen ist, oh, ja, am Vortag waren wir 3%. Und jetzt stellt euch mal einen Chart vor, der von $100 auf $10 fällt und gestern 3% sich bewegt. Das ist nicht unbedingt der Chart, der stabil aussieht. Das ist natürlich auch besser mit dem Auge zu machen, deswegen hilft euch das Auge und im Optimalfall bereitet ihr euch mit so einer Liste vor und dann kommt zusätzlich nochmal sowas. Ja? Es geht nur darum, einen Assistenten zu sagen, der sagt, okay, guck dir das mal an, vielleicht ist das was für dich. So. Und was wir jetzt hier machen würden, ist zu sagen, wir bauen jetzt nochmal sowas wie einen leichten Trendindikator da rein. Und das wäre hier in diesem Fall More. Und wir würden reingehen auf 50 Day. Und dann dieser Moving Average. Also wir wollen mindestens 2% über dem 50 Day Moving Average sein. Na? Einfach damit wir irgendwas hier haben. Wir fügen den hier hinzu und wir sagen, wir wollen 2% sein. Ja, zeichnet euch den ein. Vielleicht seht ihr auch, okay, wir wollen mindestens x% darüber sein, dann ist das besser, aber ich habe es jetzt mal einfach mit da reingenommen. So, das heißt, ich habe die jetzt 30 Millionen Minimum Float, hier habe ich 20 Millionen gemacht, aber 30 sollten es auch. Ja, normal solltet ihr da auch über 100 Millionen sein, von daher ist das super, super gering. Volume stimmt, Average Volume stimmt, relatives Volumen stimmt und Preis stimmt. So, das ist es. Dann die Frage, welche Aktien? Ja, die im Optimalfall Symbollisten, nicht nur meine persönlichen Liked Ones, sondern alle Symbole. Ich möchte alle Symbole haben. Man kann hier und da eigene Listen machen, dann wären nur die sozusagen untersucht. Nein, aber ich will an allen Exchanges hier, möchte ich ohne etwas zu exkludieren, ja, das Ganze untersuchen. Und das ist das. Und wir nennen das jetzt nicht mal Liked Symbol Stream, sondern wir nennen das Ganze Second Day Watch oder sowas, ja, Second Day Watch. Und dann sagen wir, okay, und immer hier, bumm, spuckt er aus, ja. Wir klicken und wann spuckt er es aus? Das letzte Mal um 12:11 Uhr, ja, dass es scheinbar ein neues Hoch gemacht hat. Wir gucken, ob das grundsätzlich das ist, was wir ohne viel Arbeit jetzt wollen. Ja, wir wollen, dass es sich am Vortag mindestens 3% bewegt hat. Und so würde man das jetzt modulieren. Also man wird sagen, okay, das gefällt mir aber nicht, wie die Vortageskerze geschlossen hat. Das sind nicht die besten. Und außerdem möchte ich, dass die maximal consecutive Days nur vielleicht 1 oder 2 sind und nicht 4. Dann kann ich das auf Max setzen. Ja, dann könnte ich sagen, maximal consecutive Days als Filter hinzu und sagen, ich möchte nicht, dass er 6 Tage in Folge hat. Dann ist es kein Second Day Play. Ist besser. Ist ein perfektes Second Day Play. Ja? Zack, gefunden. Und hier, das kann man machen, indem man Rechtsklick macht, Properties und man sagt Text Headers. Dann sehe ich jetzt auch die Text Headers. Wir sehen, das relative Volumen beträgt 4,26. Wir sehen auch die Range, also wir befinden uns gerade ganz am Hoch. Ja? Braucht man nicht. Auch hier kann man jetzt wieder hingehen und sagen, okay, ich möchte die spalten jetzt. Das eine ist ja nur, wie wir es suchen.
Aber brauche ich jetzt für meinen Trade vielleicht noch Informationen, die ich schnell auf einen Blick haben möchte, dann kann ich mir hier alles anzeigen lassen, ohne dass das sozusagen das Filtern und die Strategie beeinflusst. Das ist also das, was ich sehe. Und auch da kann ich wieder markieren, oh, dann warn mich bitte, wenn das relative Volumen unter 0 ist. Ja, dann könnte ich also sagen, okay, warn mich, machen wir einfach mal das. Okay, so, es ist grün, es ist gut. Ja? Ihr könnt also alles selbst einstellen, damit ihr das auf einen Blick habt. So, wir haben jetzt also diese unterschiedlichen Fenster. Und das Letzte, was wir machen, ist jetzt zu sagen, das finale Ergebnis. Was wir machen, ist einen Rechtsklick da rein und wir sagen Duplicate into New Doc Window. Wir duplizieren das also in ein neues Doc Window, machen das kleiner, das Doc. Ja, das hat mir gerade alles gesprengt. So, und hier ist es jetzt drin. Dann kann ich das auch schon löschen. So, dann mache ich hier einen Rechtsklick und dann sage ich Duplicate into Trade Ideas Product New. Boom. Ist jetzt also hier drin. Kann ich hier auch wieder löschen. Rechtsklick, Duplicate into Trade Ideas Product New. Boom. Ist hier drin. Kann ich auch hier löschen. Was fehlt noch? Ein weiteres Fenster. Ich glaube, wir hatten noch einen Chart oder so. Wir gucken mal. Und jetzt kann ich gucken, wo ich das hinhaben möchte. Ich mache das nach unten, den Chart nach unten. Ich mache die Gainers nach links. Da hat es sich versteckt. Rechtsklick, Duplicate into New Doc. Es ist hier. Das möchte ich auch nicht. Ich klicke also drauf, halte die Maustaste gedrückt und kann jetzt die Position bestimmen. Ja? Ich kann also gucken, soll es da drauf? Ja? Im Tab ist, wenn ihr das auf der Mitte macht, ihr könnt das links anheften, hier komplett an die Seitenleiste. Ich möchte das rechts hiervon haben und sehe alles, was ich brauche. Ja? Dann kann ich auch jetzt sagen, und das meinte ich, sowas jetzt ist super zu speichern, denn das ist ziemlich responsiv, zumindest etwas, dass ihr das auch kleiner machen könnt und hin und her machen könnt. Und wenn ihr jetzt mal kurz den Chart größer bräuchtet, dann könnt ihr hier draufklicken und das sagen. Ja? Und jetzt könnt ihr auf U klicken und habt ihr hier die Information. Jetzt seht ihr aber die Information nicht, dann macht ihr das kurz größer und das zur Seite. Das ist gerade schön, wenn man irgendwie vom Laptop arbeitet oder sowas und nicht immer diese ganzen Positionen verändern möchte. Ja? Das wäre also das Finale. Wie speichert ihr das? Ihr macht einfach, jetzt geht ihr auf File, seht zu, dass ihr alles andere geschlossen habt, geht jetzt auf File und sagt einfach Load, Save or Share to Cloud. Und jetzt würdet ihr sagen, euer Doc, und wenn ihr auf das Doc klickt, macht er automatisch alles, was in dem Doc drin ist. Und ihr gebt das einen Namen. Mein erstes Doc. Boom. Ihr speichert das und das ist in der Cloud. Das ist ziemlich cool. Und jetzt könnt ihr machen File, Load from Cloud und könnt sagen, Doppelklick, mein erstes Doc, da ist es. Und ihr könnt nochmal sagen, Load from Cloud, mein erstes Doc, da ist es. Ja? Und jetzt habe ich 2 Docs davon. Und jetzt könnt ihr euch alles vollkleistern, wie ihr wollt. Das war also der Workshop, wie ihr das Ganze macht. Das ist das finale Ergebnis. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Ihr könnt damit rumspielen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht euer Supporter in dem Bereich, dass ihr jetzt mir 20.000 Fragen darüber stellen solltet, weil ich verkaufe euch hier nicht Trade Ideas. Ja? Ich gebe euch meine Expertise an die Hand. Hier und da kann ich mal meine Meinung dazu sagen. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Was haben wir gelernt? Wir haben also erstmal gelernt, wie Trade Ideas allgemein aufgebaut ist, was diese unterschiedlichen Kanäle sind und welche Fenstertypen überhaupt zur Verfügung stehen. Dann haben wir geschaut, was dieses Neue ist. Ja, das ist relativ neu, das ist auch noch in der Beta-Version. Deswegen sollte das bei euch anders aussehen. Dann ladet die Beta-Version, die steht ganz oben da auch, dann ladet die runter, die ist auch ziemlich stabil, ich hatte da noch keine Probleme mit. Da ist dieses Doc möglich. Dann haben wir uns angeschaut, wie man eine Toplist baut. Toplisten sind einfach nur ähnlich wie bei Finviz, wo man nach etwas sortiert und sich das dann einfach anzeigen lassen kann. Dann haben wir das Ganze individualisiert für uns. Ich habe euch gesagt, wo man darauf achten kann, was ihr machen könnt. Wir haben Chart hinzugefügt. Wir haben uns angeguckt, welche Informationen können wir vielleicht in das Single-Stock-Window packen. Und dann haben wir angefangen, die Strategie uns auszudenken. Ja?
Und das war schon mal ein erstes ziemlich gutes Beispiel, wo wir sehen, U hat er gefunden und U war heute eine super, super Auswahl. Genau, das ist das, was ihr heute gelernt habt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und alle Dinge werde ich euch dann auch in dem Kurs verlinken, damit ihr da bestmöglich mitarbeiten könnt.